Moin und Namaste bei Vatten Yoga. Schön, dass du wieder dabei bist. Willkommen zu unserer Yoga-Einheit für Reiter. Heute zeige ich euch ein paar Asanas, die für dich als Pferdeliebhaber sehr nützlich sein können. Wir stärken nicht nur deine Beine, sondern wir dehnen auch deinen Rücken und deine Hüften. Wir arbeiten an deiner Balance und wir bringen deinen Kopf und deinen Geist zur Ruhe. Also lass uns beginnen. Hopp op de mat und los geitert. Wir beginnen heute in Rückenlage. Also komme in aller Ruhe auf deine Yogamatte. Lege dich auf dem Rücken ab. Stell deine Füße mattenbreit auf und lasse deine Knie in der Mitte zusammenfallen. Dann bringst du deine rechte Hand zu deinem Bauch und deine linke Hand zu deinem Herzen. Schließe deine Augen und komm erstmal auf deiner Yogamatte zu deiner Yogazeit an. Nimm einen tiefen Atemzug und dann beobachte einfach deinen Atem. Spüre, wie er durch deine Nase einfließt und wieder heraus. Beobachte, wie du atmest. Atmest du nur in die Brust? Atmest du schon tiefer in den Bauch hinein? Verändere nichts daran, sondern beobachte einfach nur. Schon jetzt merkst du, wie du immer ruhiger wirst und du dich mehr und mehr entspannst. Und dann öffne deine Augen und wir wollen mit unserer Einheit beginnen. Bring deine Füße zur Mitte, sodass sie hüftbreit aufgestellt sind. Wir wollen jetzt in die Schulterbrücke kommen. Sollten deine Knie beim nach oben gehen in die Brücke sich berühren, zueinander ziehen, dann bringe ein Yoga-Block oder ein Buch zwischen deine Knie und halt diesen mit deinen Knien fest, so dass der Abstand immer gewahrt wird. Dann atme ein und wir rollen vom Becken her anfangend Wirbel für Wirbel nach oben in die Brücke. Deine Brust zieht zu deinem Kinn, dein Kinn zieht Richtung Himmel. Beim Ausatmen rollst du wieder Wirbel für Wirbel nach unten. Atme ein, löse dich Wirbel für Wirbel vom Boden. Atme aus, lege dich Wirbel für Wirbel wieder auf den Boden ab. Diese Übung öffnet deine gesamte Körpervorderseite, deine Hüfte, deine Brust, deinen Bauch. Deine Wirbelsäule wird mobilisiert und dadurch beweglicher und weicher. Und wie du sicher auch merkst, sind auch deine Beine involviert und werden gekräftigt. Schon wenige Augenblicke in dieser Haltung schenken dir ein positiveres Gefühl. Dann senk dich nach unten ab und ruh dich kurz aus. Ich erkläre dir, wie es weitergeht. Wir machen jetzt noch 5 Wiederholungen und nehmen diesmal aber unsere Arme mit. Das heißt, beim Einatmen kommen die Arme senkrecht über den Kopf. Beim Ausatmen legen sie sich nach hinten ab. Einatmend wieder nach oben über den Kopf. Ausatmend werden Arme und Oberkörper abgesenkt. Dann lass uns das einmal zusammen versuchen. Atme ein, löse die Arme vom Boden und den Rücken auf. Ausatmen, lege die Hände über deinem Kopf ab. Atme ein, Arme wieder nach oben. Ausatmen, Wirbel für Wirbel nach unten, Arme auf den Boden ablegen. Einatmen, löse dich vom Boden. Ausatmen, lege die Arme über deinem Kopf ab. Halte die Schulterbrücke. Einatmen, Arme wieder nach oben.
Ausatmen, leg dich wieder langsam auf den Boden ab. Einatmen, Arme gestreckt nach oben. Ausatmen, Arme nach hinten, halte die Brücke. Einatmen, Arme wieder nach oben. Ausatmen, leg dich auf der Matte ab. Einmal schaffen wir noch. Atme ein, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben, die Arme gehen mit. Ausatmen, leg die Arme ab, halte. Einatmen, Arme wieder nach oben und ausatmen, lege deinen Rücken und die Arme auf den Boden ab. Geschafft. Dann bring einmal deine Knie zur Brust, schaukel ein bisschen hin und her, massiere deinen unteren Rücken. Wunderbar. Und dann fasse mit den Händen in deine Kniebeugen und roll dich ein paar Mal genüsslich auf dem Rücken hin und her. Massiere deine Wirbelsäule, zieh dabei deinen Bauch ein, dass du gut Schwung holen kannst. Noch ein paar Mal in deinem Rhythmus. Und dann treffen wir uns gleich im Vierfüßler. Im Vierfüßler angekommen, schau, dass deine Hände unter deinen Schultern stehen, die Knie unter deinem Becken, hüftbreit geöffnet, die Unterschenkel und die Füße als Verlängerung. Dein Blick geht nach unten. Und beim nächsten Einatmen öffnen wir unseren Brustkorb vom Becken her in die Kuh. Die Schultern ziehen weg von den Ohren, dein Blick geht nach vorn. Ausatmen, komme in die Katze. Einatmen, roll dich wieder auf in die Kuh. Ausatmen, komme in die Katze. Zieh dein Kinn zum Brustkorb. Einatmen, noch einmal in die Kuh. Ausatmen, in die Katze. Dann komme in eine neutrale Position und lass deine Hüften ein paar Mal nach rechts kreisen in deinem eigenen Rhythmus. Und wenn du genug hast, dann kreisen wir sie nach links. Schön. Dann komm zurück in die neutrale Position, bring deine Hände ein Stück weit nach vorn, stell deine Zehenspitzen auf und dann drücken wir uns hinauf in den herabschauenden Hund. Tritt erstmal ein bisschen auf der Stelle, dass sich deine Muskulatur an diese Asana gewöhnt. Dann beuge beide Knie und zieh deinen Rücken einmal richtig in die Länge, so dass du meinst, du spürst die kleinen Zwischenräume zwischen deinen Wirbeln. Und dann senke die Fersen wieder Richtung Boden ab. Und dann verwurzle deinen linken Fuß im Boden. Atme ein, hebe dein rechtes Bein gestreckt nach hinten oben und dann führe dein Knie kontrolliert unterm Bauch entlang und komme in den tiefen Ausfallschritt. Halte kurz, dein Blick ist nach vorn gerichtet, dein Rücken gerade. Und dann drehst du deinen hinteren Fuß im rechten Winkel nach außen, sodass die Fußspitze zur Seitenkante deiner Matte zeigt. Dein vorderes Bein bleibt wie es ist und beim nächsten Einatmen drehst du dich nach oben auf in den Krieger 2. Achte hier auf deine Körperhaltung. Dein Knie ist über deinem Knöchel,
Wenn du über dein Knie schaust, kannst du deinen großen Zeh sehen. Dein hinteres Bein presst fest in den Boden. Dein Becken kippt leicht nach vorn. Und dann ziehst du zum Schluss noch die Schultern weg von den Ohren und streck deine Arme kräftig nach links und rechts raus. Wir halten hier für 10 Atemzüge. Und wie du vielleicht merkst, öffnet diese Asana, der Krieger 2, deine Hüften. Und natürlich werden deine Beine gestärkt, aber gleichzeitig auch gedehnt. Auch deine Knöchel müssen ordentlich arbeiten. Man dehnt die Leisten, die Brust, die Schultern und die Lungen haben durch die Öffnung des Brustkorbes auch viel mehr Platz zum Atmen. Und beim nächsten Einatmen streckst du dein vorderes Bein, schiebst deine Hüfte nach hinten raus, streckst deinen vorderen Arm mit der Handfläche nach oben, nach vorn aus, dein Oberkörper geht mit und dann komme nach unten in das Dreieck. Das heißt, deine vordere Hand umfasst deinen Knöchel, deine hintere Hand wird nach oben ausgestreckt. Du dehnst hier deine Flanke und deinen Brustkorb, deine Hüfte. Auch hier halten wir für 10 Atemzüge. Deinen Blick kannst du entweder nach unten richten, zur Seite oder nach oben, was für dich am angenehmsten ist. Auch in dieser Position im Dreieck werden deine Oberschenkel, deine Knie, deine Knöchel gestärkt und gestretcht. Atme tief und kontrolliert, auch wenn es vielleicht schon etwas anstrengend wird. Beim nächsten Einatmen beugst du dein vorderes Knie und kommst zurück in den Krieger 2 für einen Atemzug. Und dann komme auf den Ballen deines hinteren Beines und dreh deine Ferse nach hinten zum matten Ende. Und dein Oberkörper dreht sich nach vorn und wir kommen in den Krieger 1 mit gehobener Ferse. Und beim nächsten Ausatmen bringst du die Hände vors Herz, holst das hintere Bein ein Stück weit zu dir heran. Und dann wollen wir jetzt an unserer Balance arbeiten. Wir kommen in den Krieger 3. Dein vorderes Bein ist leicht gebeugt, das heißt, es ist immer eine kleine Beugung, eine kleine Bewegung in deinem Bein. Bring deine Bauchmuskulatur in Spannung, atme ein und dann beginnst du deinen Oberkörper nach vorn zu beugen und dein hinteres Bein anzuheben, wie eine Standwaage. Die Hände bleiben vorm Herz. Geh mit dem Bein nur so hoch, wie es dir möglich ist. Dein Blick geht zum Boden, such dir dort einen festen Punkt, das unterstützt deine Balance. Und das ist eine fantastische Asana, die alle Muskeln trainiert, die deine Wirbelsäule unterstützen, damit du auf deinem Pferd einen schön aufrechten Sitz hast. Und dann bringe die Hände zum Boden und komme von hier aus kontrolliert in den Ausfallschritt zurück. Wunderbar. Bring dein hinteres Knie zum Boden und mit dem nächsten Ausatmen kommt auf die Ferse und du bringst dein Po zurück und du streckst dein vorderes Bein und wir dehnen hier. Dein Rücken ist gerade. Wenn du möchtest, kannst du beim nächsten Ausatmen deine Knie Richtung Stirn ziehen, um die Dehnung zu verstärken. Fange deinen Atem wieder ein bisschen ein nach diesen anstrengenden Asanas. Und beim nächsten Einatmen rollst du deinen Fuß wieder nach vorn, kommst in den tiefen Ausfallschritt und von hier aus zurück in den herabschauenden Hund. Tritt wieder etwas auf der Stelle. Tu das, was dir gut tut. Und dann wechseln wir die Seiten. Verwurzel deine rechte Ferse fest im Boden. Und beim nächsten Einatmen bringst du dein linkes Bein gestreckt nach hinten oben.
Beim Ausatmen kontrolliert dein Knie unterm Bauch entlang in den tiefen Ausfallschritt nach vorn. Dein Rücken gerade, dein Blick geht nach vorn. Halte kurz. Dann dreh deine hintere Fußspitze nach rechts außen zum Mattenrand und rolle dich auf in den Krieger 2. Achte wieder darauf, dein vorderes Knie ist über dem Knöchel. Du siehst deinen großen Zeh, wenn du über dein Knie schaust. Dein Becken kippt leicht nach vorn. Dein hinteres Bein ist fest im Boden verankert. Presse in die Außenkante deines Fußes. Deine Arme sind rechts und links weggestreckt. Lass die Schultern einmal nach unten ziehen. Und dann geht dein Blick über deine vordere Hand und wir halten hier wieder. Atme ein und aus. Und beim nächsten Einatmen streckst du dein vorderes Bein, schiebst deine Hüfte nach hinten, öffnest deine vordere Hand nach oben, ziehst deinen Arm und deinen Oberkörper nach vorn und dann tauchst du hinunter in das Dreieck. Die vordere Hand umfasst den Knöchel, die hintere Hand streckt nach oben aus, dehne deinen Brustkorb auf. Und vielleicht ist es dir möglich, jetzt einmal nach oben zu schauen, zu deiner Hand. Lehn dich in diese Position hinein, öffne deinen Brustkorb, dehne deine Hüften. Diese Asana sorgt auch für mehr Beweglichkeit im Hüft- und Taillenbereich, so dass du besser aussitzen kannst. Beim nächsten Einatmen beuge dein vorderes Knie und komm zurück in den Krieger 2. Lass noch einmal die Schultern sinken und dann kommt dein hinterer Fuß auf den Fußballen. Deine Ferse dreht sich nach außen. Die Arme kommen nach oben in den Krieger 1 mit gehobener Ferse. Dein Oberkörper zeigt jetzt zum Mattenanfang. Und beim nächsten Ausatmen bringst du die Hände vors Herz. Dann hol dein hinteres Bein wieder ein Stück zu dir heran. Und von hier aus kommen wir nochmal in den Krieger 3. Sammel deine Konzentration, beuge dein vorderes Bein etwas und dann löse langsam deinen hinteren Fuß vom Boden, kippe deinen Oberkörper nach vorn in den Krieger 3. Aktiviere deine Bauchmuskulatur, sie unterstützt deinen Rücken. Und dann halte ich, dein Blick geht zum Boden, suche dir wieder einen festen Punkt, konzentriere dich auf diesen Punkt, so hältst du auch deine Balance. Und beim nächsten Ausatmen bringst du deine Hände zum Boden und kommst kontrolliert zurück in den tiefen Ausfallschritt. Dein Rücken nochmal lang, dein Blick geht nach vorn und beim nächsten Ausatmen löst sich deine linke Fußspitze vom Boden, du schiebst dich nach hinten, streckst dein vorderes Bein und dehnst die Rückseite deines linken Beines. Und wenn du möchtest, kannst du beim nächsten Ausatmen deine Stirn Richtung Knie ziehen. Halte kurz. Und dann löse auf, dein Fuß kommt wieder auf den Boden, komm nach vorn in den tiefen Ausfallschritt und von hier aus noch einmal zurück in den herabschauenden Hund. Atme ein paar Mal
tief ein und aus. Trete nochmal auf der Stelle oder zieh deinen Rücken in die Länge, ganz wie du möchtest. Und dann kommen wir in einer wellenartigen Bewegung mit runden Rücken nach vorn in die Planke. Bringen die Unterarme auf den Boden und halten hier einmal kurz. Der Po senkt sich ein bisschen noch ab. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Und dann schiebst du deinen Po wieder Richtung Himmel, holst die Füße etwas zu dir heran, wie im herabschauenden Hund, bringst die Stirn Richtung Boden und wir landen im Delfin und bleiben hier. Du spürst eine Dehnung in den Schultern, in den Beinrückseiten, im Fußgewölbe. Und gleichzeitig werden deine Arme, deine Schultern und dein oberer Rücken gestärkt. Und je mehr du atmest, desto bewusster wird dir, dass diese Position auch deinen Geist zur Ruhe bringt und dir hilft, dich besser zu fokussieren. Noch einen tiefen Atemzug. Und dann löse auf, schieb dich zurück in den Fersensitz. Und dann kommen wir wieder in den Vierfüßler. Beim nächsten Einatmen bringst du dein rechtes Bein nach hinten, stell deine Zehen auf und dehne einmal kurz dein Bein. Und dann führe dein Knie unterm Bauch entlang hin zu deiner linken Hand. Lege dein Knie dort ab und dann kommen wir hier in die Taubenhaltung. Dein hinteres Bein streckst du aus und schaust, dass es in der Mitte der Matte liegt. Solltest du Probleme in der Hüfte haben, dann lege dir gern ein Kissen oder einen Yoga-Block, ein Buch, was du zur Hand hast, unter deine Hüfte. Stelle die Hände auf und mach den Rücken erstmal gerade. Nimm hier noch ein paar Atemzüge. Und wenn du dann soweit bist, komme auf deine Unterarme. Entspanne deinen Rücken und deinen Nacken. Möchtest du noch etwas tiefer gehen, dann lege deine Arme komplett auf den Boden ab und senke deine Stirn Richtung Boden. Du spürst eine Dehnung in deinem Po, in deinen Leisten. Und auch diese Übung wirkt sich positiv auf deinen unteren Rücken aus, weil dieser einfach sanfter gedehnt wird. Dann richte dich langsam wieder nach oben auf. Komm von hier aus zurück in den Vierfüßler. Beim nächsten Einatmen bringst du dein linkes Bein gestreckt nach hinten, stellst deine Zehen auf, gehst in eine kleine Dehnung. Und dann führe dein Knie unterm Bauch entlang zu deiner rechten Hand, lege dein Bein ab, dein hinteres Bein ist gestreckt auf der Mattenmitte ausgerichtet. Auch hier kannst du dir gern eine kleine Erhöhung unter deine Hüfte bringen. Stell die Hände erst einmal auf, dein Rücken ist gerade, dein Blick geht nach vorn, atme.
Und dann entspanne deinen Rücken, komm auf die Unterarme, entspanne deinen Nacken. Und willst du tiefer gehen, lege deine Arme komplett auf den Boden ab, bring deine Stirn zu deinen Händen und entspanne einfach. Atme in deinem Rücken, genieße die Dehnung in deinem Po. Bring deinen Körper und deinen Geist zur Ruhe. Beim nächsten Einatmen löst du auf, kommst wieder auf die Hände, machst deinen Rücken noch einmal gerade. Schiebst dich zurück in den Vierfüßler. Und dann treffen wir uns in unserer Ausgangsposition wieder, auf dem Rücken liegend. Roll dich langsam auf der Matte ab. Stell die Beine wieder mattenbreit auf. Lass die Knie zusammenfallen. Bring deine linke Hand wieder zu deinem Bauch und die rechte Hand zu deinem Herzen. Nimm noch einen tiefen Atemzug und dann schließe deine Augen und lasse deinen Körper mit jedem Atemzug immer schwerer werden. Lass ihn in die Matte sinken. Entspanne jeden Muskel deines Körpers. Entspanne auch dein Gesicht, indem du eventuell deinen Mund etwas öffnest, deinen Kiefer entspannst. Verweile hier noch etwas in Stille, ganz für dich. Bleibe gern noch etwas länger hier. Ich verabschiede mich schon einmal von euch und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Namaste.